Also wir können richtig durchdrücken. Und das heißt natürlich jenseits der 300. Da wird mir aber mal ganz warm aufs Herz, so, das sage ich euch so. Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen hier aus Papenburg zu einem Video, das schon etwas früher ist als das, was ihr jetzt seht. Ihr könnt es daran erkennen, dass wir hier den RS6 Johann Abt Signature Edition haben, aber eben noch nicht so vorgestellt, wie ihr den schon kennt, sondern noch in seiner Tarnfarbe, weil wir jetzt gerade hier noch in Papenburg sind, um Testfahrten mit dem Fahrzeug zu machen, also um wirklich zu checken, wie gut ist er im Vergleich vor allem natürlich zur Serie. Und los geht's. Oh. Oh. Deswegen haben wir einmal Serien RS6 mitgebracht und einmal den Johann Abt Edition, der neben vielen optischen Veränderungen, die jetzt noch nicht so gut erkennbar sind, natürlich auch richtig Bums unter der Haube hat. Dazu ein sportliches Fahrwerk und wir wollen natürlich wissen, wie schlägt er sich. Wir haben gerade eben schon, und dieses Video gibt es schon etwas länger auf dem Channel, mit dem Standard RS6 hier ja, eine Rundenzeit gefahren auf dem Handling-Kurs, den wir hier haben. Diese 21,2, die notieren wir uns jetzt für einen späteren Zeitpunkt, Leute, wenn wir euch noch was zeigen. Das werden wir jetzt gleich versuchen natürlich zu schlagen und zu schauen, wie viel schneller, hoffentlich, sind wir denn mit dem. Und dann machen wir auch noch was richtig Geiles, weil dann haben wir noch den Ovalkurs, also heißt das komplette Gelände, auf dem wir dann versuchen, so schnell es geht zu fahren. Und das heißt natürlich jenseits der 300. Wir haben hier ordentlich Leistung, er ist auch nicht abgeriegelt, also wir können richtig durchdrücken. Und wir haben vor allem eine riesen Gerade mit einer Steilkurve, die es echt in sich hat. Also es wird extrem geil, ich freue mich richtig drauf. Ich werde jetzt ins Auto steigen, mich anschnallen, ihr macht das auch und dann geht's los. So, wichtig natürlich, beide Autos haben wir letztes Mal auch gemacht und haben wir den natürlich auch auf Temperatur bringen. Reifen sind jetzt nicht mega auf Temperatur, aber das werden sie mit Sicherheit auch gleich werden. Jetzt sind wir gerade hier im letzten Sektor. Es fängt ganz leicht an zu tröpfeln jetzt auch noch. Ja, das ist natürlich super, das brauchen wir jetzt noch. Vielen Dank schon mal an den Wettergott dafür. Aber wir ziehen jetzt einfach durch. Wir schauen uns das jetzt an. Noch ist es nicht stark, das sollten wir hinbekommen. Das Auto ist schon mal startklar. Was natürlich gleich auffällt im Vergleich zum Serien RS6 ist die Straffheit vom Fahrwerk. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Du merkst es schon natürlich, Bodenwellen merkst du etwas stärker. Aber du merkst auch einfach Einlenken und so weiter. Das fühlt sich alles ein bisschen... Ja, wir mussten leider die Runde abbrechen. Schau dir mal das an hier. Hier liegt einfach Schnee, Mann. Okay, war doch die richtige Entscheidung. Okay. Ihr habt auch gerade kurz gesagt, komm, wir fahren einfach eine Runde, gucken mal, vielleicht geht's ja. Nee, geht nicht. Da müssen wir warten. So Leute, mittlerweile hagelt es nicht mehr, also wir machen Fortschritte. Bedingungen schauen gut aus. Jetzt natürlich wieder das gleiche Prozedere. Auto ein wenig warm gefahren, einfach, dass es passt. Ich sehe 3 Regentropfen auf meiner Scheibe, aber die ignoriere ich jetzt einfach. Das wird schon passen. So, dann fahren wir auf Stadt Ziel. Dann machen wir hier ein letztes Mal noch ein bisschen durchtreten. Und dann machen wir uns mal bereit. Stellen uns hier mal auf Position. So, jetzt schauen wir mal, was der RS6 Johann Abt Signature Edition kann. So, wir stehen bereit. Launch Control. Und los geht's. Oh, Start fühlt sich schon mal sehr gut an. Rein in Turn 1. Boah, da merkt man, also fast schon ein bisschen unterfahren, würde ich fast sagen. Boah, weil man so viel mehr Vorderachsenpotenzial jetzt spürt. So, wieder rauf aufs Gas. Bisschen raustragen lassen. Jawohl. Beschleunigung, alles fühlt sich gut an. Boah, der Power, ey. Ja, müssen wir nochmal hier. Okay. So. Kommt man gleich mit ganz anderen Geschwindigkeit an. So, jetzt hier wieder das ehemalige, das Motodrom quasi. Lass bloß die Hände am Lenkrad. So, in den Nachbau der Sachskurve hinein. Hier wieder rauf aufs Gas.
Schön Schwung mitnehmen. Ja, hier nochmal ein bisschen Curb berühren und dann die letzten 2 Kurven ordentlich erwischen. So, die war schon mal ganz gut. Kann man nochmal ans Gas gehen. Hier auch nochmal wichtig, nicht zu weit raus. Ja, und voll ans Gas. Und dann einmal volle Kanne durchbeschleunigen. Und dann schauen wir mal, was er uns hier sagt. So. Oh. Puh. Mein Herz. Was ist los? Du rast dann und plötzlich fängt er an, nur noch mit einer Hand zu fahren. Ich spinne. So, hier haben wir die Rundenzeit. 1:18,3. Heißt für mich, wir sind gute 2 Sekunden schneller auf die Runde. Ich hätte es vielleicht ein bisschen besser noch fahren können, würde ich fast Das behaupten. hat sich aber viel schneller angefühlt, fand ich. Ja? Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, dass der Reifen ein bisschen mehr gerutscht ist tatsächlich. Ich glaube, die Temperatur war ein Ticken höher vielleicht, weil es geht. Aber ja, 2 Sekunden schneller auf jeden Fall. Was man sagen muss, was man echt merkt, ist, du hast deutlich mehr Vorderachsenpotenzial mit dem Fahrwerk. Ne? Das Fahrwerk ist ein bisschen straffer, liegt im Midcorner besser, Einlenken ist spitzer. Hat aber natürlich auch zur Folge, darf man nicht vergessen, eine potenziell stärkere Vorderachse lässt dich natürlich auch dazu verleiten, dass das Heck auch mal ausbricht. Also ich hatte auch 1, 2 Momente, wo ich gemerkt habe, okay, dadurch, dass die Vorderachse jetzt mehr kann, kommt auch mal das Heck ein bisschen quer. Na, da muss man halt schauen, dass man das ordentlich justiert. Aber ich persönlich, ich mag Unterstellen überhaupt nicht, deswegen fühlt sich für mich das gleich wie eine starke Verbesserung an. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ist natürlich, sind wir ehrlich, ist natürlich jetzt sehr objektiv. Es sind zwei Runden einfach gefahren. Das kann man natürlich auf beiden Runden noch perfektionieren. Aber mir geht es einfach um dieses Feeling, wenn wir natürlich rangehen und sagen, wir wollen ein Fahrwerk verändern, haben wir ja ein gewisses Ziel. So, das Ziel ist natürlich bei dem Auto schon eine Sportlichkeit. Ich kann ganz ehrlich behaupten, es ist immer noch sehr komfortabel trotzdem, oder? Sagen wir ehrlich, wenn wir jetzt hier so lang rollen. Ja, Ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, ist jetzt so ein hartes Ding, was hubbelt. So ist es jetzt echt bequem einfach. Aber was du natürlich als Fahrer trotzdem hast, ist einfach, ja, so dieses Feeling von, wenn ich dahin will an der Kurve, wenn ich da einlenke, dann kommt da mehr. Und ich habe auch das Gefühl, ich habe mehr Feedback im Lenkrad. Also da muss ich sagen, bin ich auf jeden Fall zufrieden. Das fühlt sich gut an. Und ja, die 2 Sekunden hat man vielleicht noch ein bisschen was. Also gerade die erste Kurve war ich noch etwas, habe ich ihn unterschätzt fast. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, wagen wir uns jetzt mal zur Stunde der Wahrheit und machen mal den Top Speed Run. Heißt, wir wollen jetzt rausfinden, wie beschleunigt das Fahrzeug, wenn wir vom Stand weg von 0 auf maximal, was nur geht, hier ihn herausfordern. Und bin auf jeden Fall gespannt. Und dann machen wir uns jetzt, bereiten wir uns noch mal kurz vor. Na, schauen wir mal, alles noch ein bisschen abkühlen lassen und dann machen wir die Attacke. So Leute, jetzt sind wir hier auf dem großen Oval mit dem RS6 Johan Signature Edition. Jetzt fahre ich hier mal einmal ums Eck, um eine gute Position zu suchen, um zu starten. Und dann werden wir von 0 weg los beschleunigen bis Maximum, ich sag mal, knapp über 330 sollte machbar sein. Was man auf jeden Fall sagen muss, die Steilkurve hat es schon in sich. Ne? Also wir haben hier eine 4 Kilometer lange Gerade und dann 2 Kilometer lang eine Steilkurve, die so steil ist, dass du hier im Auto keine G-Kräfte mehr hast. Die neutralisiert komplett alle G-Kräfte. Und das ist ein total abgefahrenes Gefühl irgendwie auch, wenn man dann da drin sitzt. Ich hoffe, es kommt ein bisschen mit. So, wir fahren jetzt hier gleich mal rein. Jetzt gerade noch nicht so schnell. 170. Es geht noch. Man kann hier runter gucken. Gefühlt kannst du dich auch abstützen hier am Boden. Also, es ist schon echt verrückt. Total geil. Total geil. Wir gehen jetzt hier raus auf den Standstreifen. So, Auto steht bereit. Hier soweit auch alles bereit. Ich spanne das Auto vor mit einer Launch Control und dann geht's los. So,
Volle Attacke und jetzt gib ihm. 100 haben wir schon. 2,9 zeigt er mir an, 0 auf 100. Und es geht weiter hier. So, schnell mal die Bahnen wechseln. 220. 240. So, voll Durchzug. So, jetzt sind wir gleich schon da. 291 steht hier auf der Brücke. 300 haben wir jetzt erreicht. Wir ziehen weiter durch. 310. 320. Oh, die Kurve kommt näher. So, oh Gott, die Kurve kommt, komm schon. 326, 27. Oh, ich muss schon Gas geben. Sollten vielleicht nicht unbedingt mit 300er durch, aber mit 250 kann man hier durch. Schaut euch das mal an hier. Das Feeling hier, unfassbar geil. Hier schön durchbrettern einmal. Ist das Geile, diese Steilkurve, Leute. Wow. Wow, wow. Mega. So. Und weiter geht's. Weiter geht die Fahrt. Ist schon ein komisches Gefühl. Du kommst aus der Kurve raus und bist im Prinzip gerade eben noch 250 schon gefahren und zack, bist du wieder bei 300. Brennt das jetzt hier runter. Volles Kanonenrohr. So. Ja, hier haben wir Gegenwind auf der Seite. Ein bisschen zäher. Serien-RS6 sind wir hier ja 310 circa, glaube ich, gefahren. Können wir nochmal rückblickend einblenden. Der 0 auf 100 Wert war tatsächlich sehr gut, muss ich sagen, mit 3,3, da bin ich sehr erstaunt. 100, 200, 9,0 und 200 bis 300 in einem Durchmarsch, auch einmal im Durchmessen, das schaffst du halt sonst nicht so. Und man merkt schon deutlich einen Unterschied, muss man echt sagen. So, 250 Steilkurve, ganz normal. Ihr wisst Bescheid. Das drückt sich auch richtig rein, ne? Das fühlt sich am Kopf irgendwie, das fühlt sich irgendwie nicht richtig an, aber es ist ein total geiles Gefühl, muss man echt sagen. So, und dann gehen wir wieder ans Gas und drücken durch. Es ist auch sehr windstill jetzt hier, wie es scheint. Drücken wir nochmal 310. 20. So, jetzt kommt schon. Jetzt will ich aber hier die 330 sehen. 26, 27, 28, 29. GPS zeigt schon 330 an. 330. Da haben wir den 330 auf der Uhr. Und somit Soll erfüllt. Das wollten wir haben. Das ist auch reifentechnisch maximal zugelassen. Einmal hier durch die Kompression. Falls ihr euch wundert, was die ganze Zeit piept, das ist das Sicherheitssystem, was hier verbaut ist. Ja, da wird ja alles überwacht, dass hier alles ordentlich abläuft. Aber wir haben somit den Run jetzt geschafft. Schauen wir mal auf die Zeiten. 0 auf 100, 2,91. Das ist ein ganz, ganz starker Wert. Das ist sehr, sehr gut. 100, 200, 6,8. 200 bis 318,54. Und insgesamt 0 auf 300, 28,3. Also, das ist doch schon mal ordentlich. Puh, da wird mir aber mal ganz warm aufs Herz, so, das sage ich euch so. Geil, ein geiles Gefühl, wow. Hallo! Servus! Da bin ich wieder. Oh, ey, ganz ehrlich, der Tarnfarbe, das taugt mir schon ein bisschen. Ich war am Anfang gar nicht so der Fan davon, dachte, ey, komm, das brauchen wir nicht, aber es kommt irgendwie cool. Es gibt dem schon so ein
so ein Charme. Ihr habt ihn jetzt ja eh schon gesehen und hoffentlich eure Meinung gemacht, aber für mich, ich muss euch schon mal mein Handy zücken, war das jetzt ein mega spannender Tag, Leute, weil wir haben jetzt heute ja nicht nur das gemacht, sondern ich bin jetzt gerade auch vorher das RS6 Serie Video gefahren, ne? Also das habt ihr schon ein paar Monate vorher gesehen, aber wir haben jetzt natürlich das erste Mal einen perfekten Zeitenvergleich, ne? Bei perfekten Bedingungen, einmal Serie, einmal Johann Abt Edition. Und jetzt einfach nochmal die Zeiten, damit ihr sie gehört habt, ne? Also Serie hatten wir Topspeed 313 km/h, 0 auf 100 3,3. So, Johann Abt hatten wir Topspeed 331 und 0 auf 100 2,9, also 4 Zehntel schneller. 100 auf 200 war Serie 9,0, hier hatten wir 6,88. 200 auf 300, und hier ist jetzt echt ein krasser Unterschied, haben wir 37,51 in der Serie und quasi die Hälfte mit ihm hier, nämlich 18,54 Sekunden. Also das ist auf jeden Fall eine deutliche Steigerung, ein richtig guter Schub. Da sind wir auch echt jetzt happy. Sind natürlich trotzdem noch nicht ganz am Ende. Also ist immer noch ein Work in Process. Wir arbeiten immer noch weiter an dem Auto, dass es perfekt ist. Natürlich ist mir auch bewusst, bevor das jetzt vielleicht kommt, dass es auch welche gab, RS6, die schon schneller waren. Allerdings müsst ihr echt eins bedenken: Wir verkaufen hier ein Auto mit TÜV. Das hat OPF, das hat eine Abgasanlage, die legal ist. Alles andere, was ich bisher gesehen habe, hatte das nicht. Somit kann man das natürlich machen, aber was wir verkaufen, ist halt einfach für uns wichtig, dass es auf der Straße legal fahrbar ist und vor allem auch, dass es hält und dass man damit Freude hat. Und dafür, sage ich euch ganz ehrlich, bin ich sehr, sehr stolz darauf, was wir da heute geleistet haben. Und bin mir sicher, wir werden noch eine Menge Spaß mit haben. So, wir machen weiter. Haut rein.